Hallo, heute gehen wir zum Stulbenfall, dem größten Wasserfall in Tirol. Was es mit diesem menschlichen Knochen auf sich hat und wieso der Stulbenfall Klettersteig etwas ganz Besonderes ist, erfahrt ihr hier. Los geht es am Parkplatz Bischofsplatz, nur etwa eine Stunde von Innsbruck weg. Perfekt für einen Tagesausflug. Bereits hier gibt es für Groß und Klein eine super Attraktion. Das Ötzidorf. Im Ötzidorf kann man viel über das Leben in der Steinzeit lernen. Nicht nur über die Kultur, sondern auch über den Umgang mit dem Tod. Bereits die Menschen damals bestatteten ihre Toten. Die Menschen waren nicht so unterschiedlich wie wir und überquerten bereits vor 10.000 Jahren die Alpen. Bestattungen fanden in Steinkammern statt, aber auch die Hockerbestattung war üblich. Sie fand bis etwa 2000 v. Chr. in Europa statt. Der wohl bekannteste Mensch aus dieser Zeit ist Ötzi. Auf seinen Spuren kann man die Alpen überqueren. Oben verlinkt der Fernwanderweg L1. Hier kann man die Ötzi-Fundstelle besichtigen, wenn man möchte. Im Dorf gibt es natürlich auch lebende Exponate, die sogenannten Soai-Schafe. Sie haben die typische Zeichnung eines Mufflons und sind das Urschaf. Sie existieren seit der Jungsteinzeit. Man kann sich leicht vorstellen, wie Ötzi als Hirte dieser Schafe hier lebte. Vom Ötzidorf kannst du weiterlaufen in Richtung Stulbenfall. Und hier kannst du dich entscheiden, entweder direkt zum Wasserfall zu gehen, eine kleine Runde zu machen oder links abzubiegen und parallel zum Tal langsam aufzusteigen, knieschonend hochzulaufen, verschiedene Ausblicke zu genießen. Wir biegen links ab und steigen parallel zum Tal sanft auf. Bereits zu Ötzis Lebzeiten gab es in diesem Tal Felder, die durch Brandrodung entstanden sind. Nicht nur die Dörfer im Tal kann man immer wieder von oben beobachten, sondern auch die gegenüberliegende Alpenkette. Das Alpenpanorama ist wunderschön. Wir biegen bei der Sattelkapelle ab und steigen auf, bis wir wieder zurücklaufen in Richtung Wasserfall. Besonders im Frühling mit den schneebedeckten Gipfeln ist die Aussicht wunderschön. Ein weiterer Vorteil ist das Schmelzwasser. Der Wasserfall hat sehr viel Wasser und ist sehr beeindruckend. Der Wind trägt uns Gerüche von Kiefern, Blüten und Nadelwäldern zu. Die Flora und Fauna hier oben ist wunderschön. Die Luft hier oben ist wohltuend und soll heilende Kräfte, besonders in Bezug auf Asthma haben. Hier oben auf dem Plateau kann man die Aussicht am besten genießen und einkehren. Du solltest hier etwas verweilen, bevor du absteigst. Der Wasserfall entstand durch einen Bergsturz, welcher ein Erdbeben der Stärke 7,5 auf der Richterskala auslöste und zu den größten Bergstürzen in den Alpen zählt. Aber jetzt mal ein paar Fakten zum Stulbenfall. Er ist der größte Wasserfall Tirols und stürzt 159 Meter in die Tiefe. Er hat 2 Stufen und ist bei Schmelzwasser besonders imposant. Der Stulbenfall ist regelmäßig beleuchtet und von Juli bis Oktober finden für etwa 10 € Anmeldungsgebühr Laternenwanderungen statt. Dies muss allerdings bis 16:30 Uhr angemeldet sein. Durchschnittlich fließen hier etwa 610 Liter pro Sekunde in die Tiefe. Den besten Blick hast du auf einer Aussichtsplattform leicht rechts unterhalb des Stulbenfalls. Nur wenige Stufen führen dorthin. Auf Plattform 5 kann man die Kletterer am besten beobachten. Und wenn ihr selber Höhenangst habt und eure bessere Hälfte am Klettern ist, kann man von hier auch die besten Fotos machen und gemeinsam den Rückweg antreten. Ein Highlight für dich könnte der Klettersteig sein. Wenn du gerne Klettersteige gehst, hast du hier einen ganz besonderen Klettersteig. Man läuft direkt über dem tosenden Abgrund, wo zahlreiche Liter Wasser pro Sekunde in die Tiefe fallen. Es ist auf jeden Fall sinnvoll,
diesen Klettersteig zu machen. Der Klettersteig dauert etwa 2 Stunden 20 Minuten, ist 400 Höhenmeter hoch und er ist kinderfreundlich eingestuft. Er hat die Schwierigkeit A und B, aber er enthält auch 2 Stellen der Schwierigkeit C. Die Treppe, die hinaufführt, hat 700 Stufen. Man muss zudem eine Hängebrücke von 80 Metern überqueren und hat die Möglichkeit, den Wasserfall über zahlreiche Aussichtsplattformen zu besichtigen. Nach einem tödlichen Felssturz 2013 war der Stulbenfall lange Zeit gesperrt. Der Wanderweg war 3 Jahre gesperrt. Die Stahlkonstruktion kostete 1,5 Millionen Euro und soll jährlich 200.000 Menschen die Besichtigung ermöglichen. Offiziell eröffnete der Stulbenweg 2016. Was hier echt cool ist, hinter mir gibt es eine Hängetreppe. Also das ist schon eine ganz coole Sache. Man zahlt 5 Euro für den Parkplatz und alles ist hier kostenlos. Und der Wasserfall ist wunderschön. Und diese Hängetreppe, Hängebrücke und die ganzen anderen Brücken und Türme, die es hier gibt zum Hochlaufen, sind absolut empfehlenswert. Allerdings, so viele Treppenstufen laufen macht gar keinen Sinn. Deswegen macht die Tour andersrum, lauft schön hinten hoch durch den Wald, genießt die Aussicht auf die Berge und den wunderbaren Wald. Und dann kommt ihr hier runter und es ist einfach nichts los. Also wirklich toll. Wir genießen noch die Abendstimmung auf dem Rückweg und die leeren Wege. In jedem Fall ist es magisch. Diesen Ort solltest du auf jeden Fall besuchen. Lass dich nicht von den zahlreichen Treppenstufen und der Hängebrücke abschrecken. Es macht sehr viel Spaß, die Wendeltreppen hinabzusteigen und den Wasserfall aus seinen verschiedenen Perspektiven immer wieder zu begutachten. Relativ weit unten, beim Einstieg des Klettersteigs, gibt es einen perfekten Ort, an dem man picknicken kann. Hinterlasst mir ein Abo, einen Daumen nach oben und schreibt mir einen Kommentar. Dies hilft dem Kanal. Bis zum nächsten Mal.